Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich aus Fleischresten ein Mittagessen mache. Zunächst einmal schäle ich Kartoffeln, die ich für mein Püree benötige. In einen Topf habe ich pro Person eine in längliche Streifen geschnittene Zwiebel gegeben, die ich mit etwas Fett und Salz kurz gare. Mit Deckel geht das schneller, es dauert nicht lange, vielleicht 5 Minuten. Hier ist mein Fleischrest. Es handelt sich um das ausgelöste Fleisch eines ausgekochten Ochsenschwanzes. Die Zwiebeln habe ich darauf gegeben. Auf meiner Mandoline hobele ich eine Karotte in feine Streifen. Die Karotte wird natürlich ebenfalls gegart, aber hier gebe ich neben Salz auch noch 1 bis 2 Esslöffel Wasser dazu. Die Garzeit beträgt ungefähr 5 bis 8 Minuten, je nach Größe und Menge. Mit etwas fein gehackter Petersilie schmecken die Möhren besser. Meine Kartoffeln sind mittlerweile gar, da ich sie im Schnellkochtopf gegart habe. Das Wasser wird abgegossen und bei 300 Gramm Kartoffeln gebe ich ungefähr 100 Milliliter, also etwa ein Drittel Milch dazu, sowie 20 bis 30 Gramm Butter. Und da das Fleisch recht herzhaft ist, gebe ich auch noch etwas geriebene Muskatnuss dazu. Die Milch lasse ich so lange aufkochen, bis auch die Butter geschmolzen ist. Das Kartoffelpüree sollte nicht zu fest sein. Was man jetzt nicht sehen kann, ist, dass ich das Fleisch mit den Zwiebeln auf einer anderen Platte erhitze und im Anschluss daran auch noch die Karotten. Kartoffelpüree muss immer von Hand gestampft werden. Bitte niemals einen Pürierstab nehmen, denn dann erhält man eine Mischung zwischen Kleister und Beton, da der Pürierstab die Stärkekörner der Kartoffel zerschlägt. Das hier sind 2 kleine Auflaufformen, in denen ich das Essen überbacken und auch servieren werde. Man kann auch alles kalt einfüllen und später im Backofen backen und übergrillen. Ich habe mich aber für die schnelle Variante entschieden, weswegen ich die Form schon in der Mikrowelle vorgewärmt habe. Dort hinein gebe ich nun zunächst die Zwiebeln, darauf das Fleisch sowie die Karotten. Alles wird schön gleichmäßig verteilt und dann kommt zum Abschluss das Kartoffelpüree darüber, welches ebenfalls schön gleichmäßig verteilt werden muss. Auf das Püree gebe ich noch eine Prise Salz, da mir aufgefallen war, dass es fehlte, sowie Semmelbrösel und ein paar Butterstückchen. Die beiden Formen schiebe ich nun unter den Grill meines Backofens. Dort lasse ich sie mit einigem Abstand etwas 7 bis 9 Minuten übergrillen, und zwar bis alles appetitlich gebräunt und schön heiß ist. Das Essen sah nicht nur lecker aus, es schmeckte auch ganz hervorragend. Karotten passen sehr gut zu Rindfleisch, die Petersilie war würzig und das Fleisch harmonierte sehr gut mit den Zwiebeln. Das überbackene Püree war wunderbar heiß und hielt die Wärme sehr gut, sodass man bei dieser Kälte ein delikates, wärmendes Essen genießen konnte. Vielleicht probiert ihr es ja einmal aus. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox und wie immer guten Appetit!